chronische Entzündungen, Silent Inflammation, Abwehrschwäche. All das können wir bei Sulfur, bei Calciumcarbonicum und bei Silicea sehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten mal, dass Josef aus seiner wirklich so reichen 35-jährigen Praxiserfahrung die Differenzierung zwischen diesen 3 großen homöopathischen Arzneistoffen vornimmt, die wir jetzt schon in 3 Videos besprochen haben. Und heute eben die Differenzierung. Und da sagen wir ganz herzlich willkommen auf unserer solidarisch orientierten Gemeinsam Gesundhaus-Plattform. Und Josef, ja, du hast es ja schon angesprochen, ganz kurz. Was ist denn das, was diese 3 Mittel, die eigentlich, wenn man jetzt einfach sie in ihrer Ausgangssubstanz anschaut, sehr unterschiedlich sind, aber was ist es denn, was sie doch verwechselbar macht in der Praxis? Alle 3 decken dieselbe Patientenpopulation ab und wir landen bei chronischen Infekten, bei Silent Inflammation, wir landen bei Schleimhautentzündungen, bei Hautentzündungen, bei Eiterungen und auch bei Entwicklungsverzögerungen bei Kindern und auffällige Entwicklungsprobleme bei unseren Kindern, aber auch in unserem Erwachsenenalter leiden wir ja an der Entzündungsschwäche. Wenn wir ständig eine Erkrankung mit uns rumschleppen, dann sind wir nicht in unserer vollen Kraft. Also deswegen ist es so wichtig, nicht nur auf diese äußeren Symptome zu schauen, sondern, das willst du uns heute ja vermitteln, das Reaktionsmuster dieser jeweiligen Arzneistoffe, das will erfasst werden und das will verstanden werden. Und daraus leitet sich dann oft das ganze Bild ab, weil wir wollen ja hier keine Persönlichkeitsbilder jetzt von Calcium, Sulfur oder Silicea bringen, sondern dir geht es ja ganz stark, so wie Hahnemann das ja schon gemacht hat, das Reaktionsmuster zu verstehen von einem Arzneistoff, oder? Mir geht es um das Reaktionsmuster, das unser Körper zeigt, weil wenn er krank wird, reagiert er oft sehr ähnlich in dieser Krankheit. Immer wieder dann, der eine schwitzt, der andere ist es trocken, der eine hat immer eitrige Wunden, der andere hat immer furchtbar viele Medikamente, die er braucht, weil er Angst hat, dass er nicht gesund wird. Und all das sind wichtige Symptome und diese Symptome wollen halt dann miteinander fein unterschieden werden, weil wir eben aus der Erfahrung sehen, dass der Schwefel andere Reaktionsmuster hat wie Calciumcarbonicum und Calciumcarbonicum und Schwefel wieder andere als Silicea. Und damit man versteht, wie Homöopathie, wie fein Homöopathie auf dieser Informationsebene wirkt, wollen wir das heute mal so bewusst und klar darstellen, wie es uns jetzt möglich ist. Und eben auch vermitteln, dass Eiter nicht automatisch Silicea ist, so wie das in so einer Schmalspur-Homöopathie oft verstanden wird, und Hautausschläge nicht automatisch Sulfur sind und auch Entwicklungsverzögerung nicht automatisch Calciumcarbonicum ist. Genau, also raus aus diesen sehr groben Keynote-Vereinfachung hinein in diese Materie, diese wundervollen, aus der Natur sich entwickelnden Kraftquellen für uns Menschen. Kannst du denn die Grundenergien von Sulfur, Calcium und Silicea mal beschreiben? Noch mehr Erinnerung, wir haben das ja in den Videos schon gezeigt. Hier haben wir eine feurige Energie, der Schwefel, der regt in uns etwas an. Hier haben wir sehr viel Sicherheitsbedürfnis bei Calciumcarbonicum und bei Silicea brauchen wir, um etwas erreichen zu können, sehr viel Struktur, sehr viel Sicherheit im Sinne von erreiche ich mein Ziel. Also deshalb auch hier sieht man ja diese schöne Spitze, erreiche ich das, was ich will, das Ideal, das ich mir erreichen möchte. Und hier sind 3 unterschiedliche Energien und auch 3 unterschiedliche Wärmegrade. Der Schwefelpatient, der Schwefel gut brauchen könnte, ist meistens sehr warm. Calciumcarbonicum ist so in der Mitte von der Temperatur und Silicea ist von diesen 3 Medikamenten das, was am meisten friert und am meisten empfindlich ist auf Zugluft, auf Kälte und
auf Erkrankungen, die durch Kälte entstehen. Und dennoch ist es so wichtig, gerade beim Temperaturempfinden, das nicht total fest zu zurren und sagen, Sulfur muss immer warm sein, weil du hast in deiner Praxis auch Patienten, die sehr, sehr gut auf Sulfur ansprechen, die aber gar nicht mehr warm sind. Nein, weil sie schon so lange chronisch krank sind. Das ist ja das Bewundernswerte an der Erfindung der Homöopathie. Natürlich wissen wir, dass Schwefelbäder Erkrankungen erstmal wegmachen können. Aber wenn jemand chronisch krank ist und immer kränker wird oder eine schwere Krebserkrankung hinter sich hat, dann wird er ja immer schwächer. Seine Energie insgesamt wird ja durch die Erkrankung immer schwächer. Oder wenn er alle 4 Wochen Schnupfen, Husten bekommt oder Asthma hat oder Diabetes hat, das schwächt ihn. Und trotzdem kann er als Kind sehr warm gewesen sein und trotzdem könnte es sein, dass er auch jetzt in diesem chronischen kalten Zustand Sulfur braucht. Also Sulfur als seine konstitutionell und sein Reaktionsmuster anregende Information. Es gibt also auch die Ausnahme, Sulfur ist normalerweise sehr warm, aber die Ausnahme, wenn jemand sehr krank war und geschwächt ist, dass er dann halt kälter ist oder kalt ist. Gibt es auch bei Calciumcarbonicum so Ausnahmen, wo eben dieses Frösteliche und diese Empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit und kalte Feuchtigkeit eben gar nicht so ausgeprägt zu sehen ist, bei Kindern oder vielleicht auch bei Erwachsenen? Ja, wenn eine Viruserkrankung ist und der dampft und schwitzt und heiß ist und kann ihm dann zu heiß sein und das Schwitzen kann zu viel sein. Also da ist es eher bei Calciumcarbonicum meine Erfahrung, es können sein, dass Kollegen andere Erfahrungen auch haben, dass es bei Calciumcarbonicum je nach Energielevel, wenn da viel Energie freigesetzt wird, wegen einer Viruserkrankung, wegen einem Infekt oder bakteriellen Infekt, dann kann der Körper so richtig Fieber produzieren und heiß sein und sich abdecken wollen und trotzdem Calciumcarbonicum brauchen. Oder also richtig gesunde Kinder, die eigentlich hin und wieder mal eine Dosis Calciumcarbonicum brauchen, da sehen wir das auch, dass die nicht so fröstelig sind, weil sie einfach gesund sind und viel Wärme in sich haben, oder? Ja, da hast recht. Es gibt ja nicht nur kranke Menschen, sondern es gibt Menschen, die auch mal irgendeine Infektion haben aber von Haus aus schon eine gute Grundabwehrstärke in sich tragen und trotzdem Schwefel, Calciumcarbonicum oder Silicea für kleinere Dinge auch gut brauchen können. Stimmt, dass die dann halt gar nicht so auffallend empfindlich auf feuchte Kälte sind. Ja. Also es gilt praktisch diese Ausnahmen oder diese Grenzbereiche, in denen Menschen sich sehr gesund oder sehr krank, dann verändert sich das auch mit diesem Temperaturempfinden. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Homöostase also Homöostase im Sinne von, ich kann mich selber immer wieder in die Balance bringen, das ist eben bei jedem Menschen unterschiedlich. Und der Impuls der Information von Schwefel oder der Impuls von Calciumcarbonicum oder der Impuls von Silicea kann eben günstig auf diese Homöostase-Möglichkeit, auf diese Eigenregulation im Organismus Einfluss nehmen. Das ist das, was wir vermitteln wollen. Wie können diese Wirkstoffe unterschieden werden und wie können die einen günstigen Einfluss auf einen Organismus übertragen? Ich würde an der Stelle gern noch die Perspektive von dem Scholten-System, vom Jan Scholten, der das Periodensystem dem zugeordnet hat, ergänzen. Ich bin jetzt keine Scholten-Expertin und schon gar keine Scholten-Jüngerin, aber ich finde es so wertvoll, sich damit zu beschäftigen, weil es unser Verständnis von den Arzneistoffen sehr, sehr bereichern kann. Und da haben wir halt den Sulfur, den Schwefel in diesen Längsreihen im Periodensystem an der 16. Stelle, also Stadium 16, was zu tun hat in
allen Elementen, die dort stehen, schon mit auch Chaos und Durcheinander, so auch im Stoffwechsel, wo viel freigesetzt wird. Calcium, das haben wir ganz links in der zweiten Längsspalte, also das ist Stadium 2. Das hat ganz viel zu tun, ich kenne mich hier jetzt noch gar nicht aus, ich bin sehr verunsichert, ich brauche Halt, ich brauche Unterstützung. Das Silizium, das steht interessanterweise wirklich in der Mitte, also am Gipfel in diesem Stadium 10, wo es darum geht, dass unter großem Druck hohe Leistung erbracht wird. Und das ist ja das Thema auch der Silicea-Patienten auf allen Ebenen, also dass da viel Druck ist und da kann auch so in diesem Stadium 10 eine Inflexibilität, also so eine Starre, wird da oft beobachtet, die dann auch schnell Risse kriegen kann. Und das sieht man ja bei Silicea-Patienten auf allen Ebenen. Man sieht Oder? dort Schrunden zum Beispiel, die Haut reißt immer wieder auf. Es wird eine trockene Haut oder Hängndes, also so die Fetzen der Haut weghängen. Das ist zum Beispiel eine äußerliche Beschreibung, wo Silicea günstig sein kann. Aber auch brüchig. Gell? Brüchig kann auch sein, also Nägel, die brüchig sind, Haare, die brüchig sind. Auch dort kann dieser Wirkstoff als Information im Körper, wenn jemand darauf empfindlich ist, eine sehr gute neue Homöostase aufbauen, einen Ausgleich schaffen, der vorher ungünstig war und dann damit mit dem Wirkstoff günstiger wird. Und das geht alles nicht schnipp, nicht schnell, sondern es geht langsam in Prozessen, in einem ständigen, sich selber ausprobierenden, körperlichen, immunologischen, psychoneuroimmunologischen Prozess, wo sich der Organismus in eine günstigere Richtung entwickeln kann. Und dieses grundsätzliche Reaktionsmuster in den einzelnen Elementen hier, die dann zu homöopathischen Arzneistoffen werden, das zeigt sich ja sowohl ganz körperlich, aber auch auf der Gemütsebene. Und vielleicht als Beispiel, wenn wir so das Thema Unsicherheit, Ängstlichkeit nehmen, wie zeigt sich denn da dieses unterschiedliche Muster oder die unterschiedliche Energie der drei Mittel dann in dem Bereich? Da würde ich gern mit dem unsichersten und ängstlichsten beginnen. Das wir kennen, Calcium Carbonicum, das eben, wie du schon sagtest, noch gar nicht so recht weiß, wie es auf der Welt, wie die Welt so um sich herum tickt. Alles ist viel zu schnell, jeder möchte was von mir, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ein Riesenpotenzial und je nach Lehrer und je nach wie die Calcium Carbonicum Menschen oder Tiere geliebt und unterstützt werden. Die können maximal Leistungsträger und super stabil und super kraftvoll werden im Laufe der Zeit in ihrer Homöostase, wenn sie mit Calcium Carbonicum immer unterstützt werden. Und sie können furchtbar krank werden, wenn man sie eben ohne Liebe, mit Druck, mit ständigem Schimpfen oder sogar mit Missbrauch oder mit Schlägen versucht zu erziehen. Das können diese Wesen 0,0 vertragen, diese Menschen, die Calcium Carbonicum brauchen. Sie machen nämlich dann einfach zu. Es klappt dann zu. Da kommt keiner mehr rein, die können dann stur sein wie Eseln und da gibt es überhaupt nichts, was dann an sie hinkommt. Und es kann zu der totalen Leistungsverweigerung und Arbeitslosigkeit werden. Also aber stur eben aus Angst, aus dem Gefühl, mich überfordert das alles heillos und keiner unterstützt mich. Keiner unterstützt mich und auch Medizin sollte ja das Beste aus einem Menschen machen oder unterstützen. Und da ist auch das, was ich an der Homöopathie liebe. Wir fangen an, diese Wirkstoffe zu verstehen, indem wir die Wirkstoffe ja an einem gesunden Menschen prüfen. Und indem wir dann erkennen, welche Reaktionsmuster denn durch diesen Wirkstoff angeregt werden, können wir auch unsere Patienten besser verstehen und versuchen, sie günstiger zu unterstützen, ihnen gut zuzureden, ihnen Mut zu machen und ihnen dieses
Bewusstsein zu geben, das sie brauchen, um aus dieser Zitrone der Unsicherheit und Angst langsam eine feine Limonade zu machen. Aber Stichwort stur, das können wir ja auch bei Silicea sehen und in gewisser Weise auch bei Sulfur. Aber was ist da der Unterschied? Die Angst und Unsicherheit bei Silicea ist, wie hier die Spitze schon zeigt, ich möchte dieses Ideal, ich will dieses Ziel, ich will die Weltmeisterschaft gewinnen zum Beispiel. Und dafür gebe ich alles, dafür gebe ich meine Gesundheit auf, ich will dieses Ziel erreichen. Und jetzt ist aber die Konstitution nicht stabil. Die Abwehrschwäche ist da, die häufige Infektanfälligkeit ist da. Der Körper kann sich an kalte Luft nicht so adaptieren, wenn es zieht oder wenn irgendwie kalte Luft ständig den Körper berührt, dann fängt er wieder an, mit seinen Schleimhäuten zu reagieren, eitrige Absonderungen und Nebenhöhlen oder Ohrenentzündung zu entwickeln. Und das beißt sich dann mit dem, ich will das erreichen. Und dann ist es oft so, dass Silicea dann zu schweren Medikamenten greift, weil es ja dieses Ziel erreichen möchte. Der Perfektionsanspruch, der Leistungsanspruch ist ein hoher bei Silicea. Der innere Drang, der ist so stark. Und gleichzeitig wird aber dadurch dann eben diese Selbstregulation, die Silicea anregen würde, dass ich widerstandsfähiger werde, dass mir kalte Luft nicht mehr so viel ausmacht, dass ich keine kalten Schweißfüße mehr habe, die sogar oft einmal sehr riechen, haben wir ja schon besprochen bei Silicea. Dann baut sich das auf natürlichem Weg um, im Körper selber und nicht durch Medikamente, die von außen kommen. Und wenn es sich auf natürlichem Weg in unserem Organismus umbaut, werden wir wirklich immer stärker. Dann kommt er in dieses Stadium 10, wo er dann im Idealfall dann sich in einer viel besseren Homöostase befindet, kräftiger wird, stabiler wird und dann sein Ziel viel leichter erreicht. Weil das Ziel ist ja eben, so ein perfekter Kristall zu sein. Da zerbrechen ja Silicea-affine Menschen ja oftmals. Das macht ihnen offensichtlich auch diese Angst, oder? Diese Versagensängste. Da sprichst du ja was an, was aber nicht nur diese 3 Wirkstoffe haben, was ein Menschenthema ist. Jeder möchte ja eigentlich das Beste aus sich selbst entwickeln. Und im Stillen erwartet, glaube ich, jeder Mensch, dass er geliebt wird und dass er dabei unterstützt wird, seine Ziele und das, was er gerne in die Welt bringen möchte, auch realisieren kann. Und nur exemplarisch an diesen 3 sehen wir, wie komplex das sein kann. Und wenn man sich vorstellt, dass es momentan über 5000 Medikamente gibt, die schon homöopathisch zur Verfügung stehen würden, die wir noch prüfen müssen, die noch wissenschaftlich genau untersucht werden müssen, dann sieht man, wie viele 100 Jahre noch vor uns liegen, um das alles dann zu durchdenken. Und wir haben halt jetzt diese 3 exemplarisch mal, damit man mal sagt, das ist der ängstlichste, das Calcium-Carbonicum. Das ist der hartnäckigste, oder? Der so ein Ziel verfolgt, dann ganz hartnäckig. Und stur in dieser Hartnäckigkeit, in dem Fixiertsein auf sein Ziel werden kann. Aber auch liebenswert ist in dieser Form und Unterstützung sehr gut brauchen kann und sehr viel draus macht. Auch Calcium kann mit liebevoller Unterstützung von seinen Eltern, von seinem Umfeld, von seinem Arzt, von seinem Heilpraktiker tolle, großartige Leistungen entwickeln. Und Schwefel, der ja warm und leistungsfähig ist, aber eben aufgrund seiner Talente und Fähigkeiten und aufgrund seiner langen Erfahrungsreise, die er schon gemacht hat, überschießt, viel zu wenig dann an einer Sache dranbleibt und vieles gleichzeitig anfängt und dann praktisch dadurch in seine Angst kommt, dass er den Mangel sieht. Er sieht, das habe ich doch schon gekonnt, oder er meint, das müsste ich doch viel schneller können, andere können das besser, und dann leidet er an dem Mangel. Er leidet praktisch an dieser Unvollkommenheit.
Wenn er aber Geduld mit sich hat und was Schwefel ja diesen Menschen geben kann, dass sie mehr Struktur entwickeln, dass sie sich geduldiger mit etwas beschäftigen und wenn er sich auf wenige Sachen, die ihm wirklich Freude machen, konzentriert, dann kann Schwefel Höchstleistungen entwickeln. Ganz, ganz klar, das ist ja ein Wirkstoff, der in jeder Zelle gebraucht wird und der ganz wichtig ist zum Aufbau. Aber wie gesagt, nur dem hilft der Schwefel, wo die Zellen das auch als Information adaptieren können und aufnehmen können. Also wo insgesamt schon so ein Reaktionsmuster ist von intensiver Aktivität, von viel Energie, die eigentlich eine Ordnung finden möchte, damit der Mensch gesund bleibt, weil da so viel Energie ist, dass das auch chaotisch und durcheinander werden kann und dass es eigentlich so um ein gesundes, so ein netter Patient von dir hat mal richtig gesagt, gesunder Rückzug könnte auch angesagt sein für so in einem Sulfurzustand. Ja, ganz viel ist da, ganz viel habe ich schon gemacht in meinem Leben und damit ich mein Immunsystem nicht ständig überfordere, fange ich an, mich auf das Wesentliche, was mir am meisten Freude macht, zu konzentrieren und bringe Liebe und Freude in mein Leben und nicht immer das Gefühl, das müsste ich noch machen und das müsste ich noch machen und das kann ich noch nicht. Und dann, weil da würde sich einfach ein Mensch aufreiben an dieser inneren ständigen Vorstellung, ich bin unvollkommen, ich kann es noch nicht und jetzt muss ich mich anstrengen. Und dann kommt der Impuls und diese Assoziation und diese Assoziation. Und dort liegt dann eben die Angst bei dem Schwefel, das meine ich so zu sehen. Und großes Thema Erschöpfung. Also das hängt ja eigentlich ganz viel zusammen mit diesen stillen Entzündungen und ständig krank und ständig Infektneigung, was du am Beginn angesprochen hast. Auch da sieht man die Unterschiede in der Energie, oder? Ja, wir nehmen euch ja jetzt auf die Reise mit. Wie ist denn das in der Praxis? Was denkt denn der Arzt, der Heilpraktiker, die Heilpraktikerin, wenn der Patient seine Symptome erzählt und wenn er erzählt, wie seine Erschöpfung ist? Und dann wird er fragen, diese Erschöpfung, ist die so, dass ich mich gar nicht mehr aufraffen kann, dass ich in die Schwäche gehe, dass ich praktisch meine Muschelhülle zumache und meine Austernhülle schließe und einfach nicht mehr kann? Fast auch nicht mehr außer Haus gehen. Also ich habe einen Patienten, dem tut immer wieder Calciumcarbonicum gut. Und wenn der in der Schwäche ist, dann mag der überhaupt nicht mehr wohin gehen. Der hat Gott sei Dank eigenen Betrieb und muss auch nicht weg. Aber sich so ungeschützt fühlen. Und wenn er außer Haus geht, dann muss er immer auch im Sommer eine Mütze aufsetzen. Also diese Schwäche bei Calciumcarbonicum, die Erschöpfung löst einfach so Angst aus, so Unsicherheit. Das ist ein ganz schönes Beispiel. Weil beim Erwachsenen, der geht nicht mehr aus dem Haus oder meidet dann Gesellschaft, weil es ihm zu viel wird. Genau. Und das Kind geht nicht mehr in die Schule, will nicht mehr in die Schule gehen oder schmeißt in der 10. Klasse oder in der 12. Klasse das Gymnasium und sagt, ich mache jetzt kein Abitur, weil der Stress zu groß ist. Und wenn man das dann mal erlebt in der Praxis, wenn diese Menschen dann Calciumcarbonicum bekommen, zum Beispiel wegen der Erschöpfung, und der Organismus spricht auf diese Information an, wie ausdauernd und wie lebendig die werden und wie sich die öffnen und wie die dann natürlich ihre Leistung schaffen, natürlich ihre Arbeit gut machen. Das ist wirklich eine sehr besondere, sichtbare Verbesserung, die wir x-mal ja in der Praxis über die letzten, ich 35 Jahre, du 30 Jahre, also so lange schon erlebt haben. Gell? Also wenn die Energie mehr wird, dann werden die Ängste weniger, die Unsicherheit. Das ist doch interessant, oder? Es ist also doch auch eine Frage, nicht nur ich habe Angst, sondern auch, wie gut habe ich für meine Energie gesorgt, wie gut habe ich für meinen Schlaf gesorgt, wie gut habe ich für meine gesunde Ernährung gesorgt und wie bewusst bin ich mit dem, was mir so viel Energie kostet.
Und bei Calciumcarbonicum ist ja in erster Linie diese Unsicherheit, die Energie kostet. Das ist mir jetzt zu schnell, das kapiere ich nicht. Und dann traue ich mir nicht sagen, hey, jetzt erst einmal stopp, langsamer, das will ich jetzt erstmal sauber strukturieren, das will ich erst einmal ganz genau wissen und plötzlich geht es diesen Menschen gut. Wenn die aber Kollegen haben oder Kolleginnen haben, die ständig Druck machen und schnell, Hudel, 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 da fühlt sich diese Austerschale sehr schnell, dass sie zumacht und sich verzupft und nicht mehr dabei ist. Oder auch dieses Gefühl, sage ich auch wieder, Periodensystem, alle Stoffe, die in dieser zweiten Reihe, in der zweiten Serie stehen, haben das Gefühl, die anderen beobachten mich. Ich bin eigentlich so unsicher und jetzt beobachten mich die auch noch. Es hat auch Barium, aber Calcium und dann klappen die wirklich ein und die müssen sich dann zurückziehen. Wollen sich erst einmal nicht einfach zeigen, wenn sie nicht wissen, dass ihr Umfeld sicher ist. Auch da wieder Sozialisierungserkenntnisse für Forschung. Was wäre, wenn wir eine Welt der Sicherheit hätten, der Nachrichten, die Sicherheit und Geborgenheit den Menschen geben? Ah ja, Calcium ist ja auch das Hauptmittel in der Rubrik in unseren Büchern Beschwerden durch schlechte Nachrichten. Das sind ja auch Erwachsene, die uns sagen, ich kann überhaupt nicht, also nicht erst seit Corona, sondern ich kann keine Nachrichten schauen. Das geht mir so rein. Das ist jetzt mal Schwäche bei Calciumcarbonicum. Genau. Und wie schaut es bei Silicea aus, diese Energielosigkeit, mit der die Menschen zu sehen sind? Diese Energielosigkeit kommt durch die Erschöpfung. Also die sind schon so lange in Struktur und sich anstrengen, bis nichts mehr geht. Bis der Körper sämtlichen Schweiß rausgeschwitzt hat, bis der Organismus sämtliche Ausgegeben hat und dann bleibt nur noch die Nebenhöhlenentzündung, die Eiterung auf der Schleimhautebene, der Fußschweiß und eine unglaubliche Schwäche über, die sich durch nichts mehr bessern lässt. Aber durch diesen großen inneren Antreiber und durch diese Leistungsansprüche. Da ist am Anfang große... Und dieses so genau sein wollen, so perfekt sein wollen. Genau, bei Schülern hohe Anstrengungsbereitschaft, versuchen ein 1er-Abitur zu schreiben oder einen 1er-Abschluss zu schaffen. Solange es irgendwie geht, auch in die Schule zu gehen. Calcium kann schnell mal Bauchweh kriegen und nicht in die Schule gehen wollen, ohne dass es ihm wirklich schlecht geht. Silicea geht erst nicht mehr in die Schule, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Auch das ist interessant von der Erschöpfung, auch bei Erwachsenen. Die gehen in die Arbeit, schleppen sich mit Grippe in die Arbeit, bis sie aber dann so krank sind, dass sie Lungenentzündungen haben oder andere schwere Erkrankungen und dann wirklich Wochen oder Monate lang ausfallen. Für diese Silicea-Reaktionsmuster, wenn man das weiß als Arzt, die schreibt man dann sehr früh, mal ein paar Tage krank, sagt, sie machen jetzt gar nichts, sie bleiben jetzt im Bett liegen, sie bauen jetzt ihre Kräfte auf und wenn eben günstige Umstände sind und Silicea gegeben werden als Unterstützung, als Information, dann reichen diese paar Tage der richtigen Erholung tatsächlich auch eben präventiv schwere Erkrankungen zu vermeiden. Und der vitalste und der lebendigste Mensch, der Schwefel brauchen könnte, der vergibt ja auch seine Energie aus. Aber wo gibt Silicea seine Energie aus? Im Erreichen seines Ziels. Und der Schwefel gibt seine Energie aus, weil er so viele Projekte und Ziele und so ein Chaos auf seinem Schreibtisch hat, dass er einfach irgendwann in der Vielzahl seiner Assoziationen und in der Vielzahl seiner Dinge komplett in die Erschöpfung geht. Also so ein Schreibtisch wird hier von einem Sulfur-Menschen
einfach anders ausschauen oder überhaupt so ein Arbeitszimmer. Also Dr. Gaflig, dieser berühmte deutsche homöopathische Arzt, der verstorben ist vor 20 Jahren, ist, glaube ich, in seiner Praxis irgendwie mit weit über 80 dann umgekippt, denn sein Arbeitszimmer oder sein Praxiszimmer hat wohl wirklich sulfurisch ausgeschaut, was ich gehört habe von Leuten, die bei ihm waren. Also so viele Ideen und so viele Aktivitäten und Assoziationen und so verausgabt sich Sulfur. Ja, du sprichst es an, so viele Projekte, die ich machen möchte. Und da habe ich noch eine Idee und da habe ich noch eine Idee und das muss ich noch dazu einbauen. Und ich kann mich praktisch nicht beschränken. Also es ist praktisch eine Überhitzung des ganzen Systems da. Ich finde keinen Knopf, wo ich sage, das mache ich aus, das ist jetzt nicht wichtig. Ich bleibe mal bei meiner einen Geschichte und die mache ich jetzt gescheit. Und dort kann Sulfur den Menschen helfen, dass sie plötzlich ihr Arbeitszimmer aufräumen. Die Kinder haben plötzlich ein aufgeräumtes Federmappball, weil Federmappball von einem Sulfurkind, das schaut katastrophal aus. Stifte sind abgebrochen, nicht gespritzt. Es ist immer Chaos. Es ist nie der Stift dort, wo er hingehört. Allein an sowas Kleinem können Eltern ihrem homöopathischen Arzt oder ihrer Homöopathin, Heilpraktikerin, ihrem Heilpraktiker total gut helfen. Schaut die Federmappe von euren Kindern an, schaut die Arbeitszimmer oder die Kinderzimmer an oder die Arbeitszimmer an. Diese Informationen zeigen das Reaktionsmuster, wie ein Mensch mit seiner Umwelt umgeht, wie er mit sich selber umgeht, wie er sich sozialisiert, wie er sich organisiert, wie er sich ordnet. All diese Dinge zeigen eine bestimmte Art von Energie. Und diese Energie ist eben auch nur mit einer Information, die diese Energie beeinflussen kann, überhaupt in eine günstigere Homöostase zu bringen. Aber nochmal zur Energielosigkeit von Sulfur. Wie schaut die dann konkret aus, wenn dann der Akku bei so einem Sulfurmenschen leer ist? Ich muss mich hinlegen, ich kann nicht aufstehen, ich muss mich gleich in der Früh nach dem Steuge sofort wieder hinlegen, wenn das ein Landwirt ist. Ich habe überhaupt keine Kraft, mich zu waschen. Das wird dann ganz krass. Diese Faulheit im wahrsten Sinne des Wortes, das ist keine Faulheit. So faulig stinkt. Das wird als Faulheit bezeichnet vom Umfeld. Aber es ist eine komplette Erschöpfung auf der geistigen, körperlichen und auch vielleicht seelischen Ebene, weil der Überfluss, die Überhitzung von allem, was ich so zu tun habe, wenn ich jetzt einen Landwirt nehmen darf, ich muss meinen Stall machen, ich muss meinen Wald machen, ich muss meiner Familie gerecht werden, meinen Enkelkindern gerecht werden. Ich muss, ich will. Und Gemeinderat und Bürgermeisterwahl und Schützenverein. Also einfach eine Vielzahl von Tätigkeiten und Aufgaben, wo ich überall dabei sein und auch was zu sagen habe, weil ich ja unglaublich talentiert bin. Also Sulfurmenschen haben in meinen Augen schon sehr viel Potenzial. Aber sie würden sich halt viel leichter tun, wenn sie sich eins nach dem anderen, nicht alles auf einmal, und nur das machen, wo wirklich Freude drin ist und nicht alles machen. Dann bleibt ja für die anderen Menschen nichts mehr übrig, wenn einer alles macht. Also vielleicht ist das eine Anregung dafür, weil es bleibt für mich dann auch mehr Energie, wenn ich mich nur auf das bescheide, was mir jetzt einfach mein Leben schön und freudvoll macht. Also die Faulheit von Sulfur, die ja in vielen Büchern beschrieben ist, das würdest du sehr differenziert sehen? Sehe sehr differenziert, weil ich sehe es ja an den sulfurischen Kindern, von wegen faul, die sind Leader, die können in der Klassensprecher sein, die können anschaffen, die können jeden Scheiß machen, die können einen Haufen Sachen anstellen. Bei denen schaut es immer aus wie bei Hempels unterm Sofa.
Also da ist wirklich Power drin. Das sind halt Hitzköpfe, die Natürlich. die echten, oder? Und trauen denen sich ist auch halt- was. Ja, natürlich. Ich glaube, es ist ihnen vieles wurscht, wie man so schön sagt. Und das wird dann oft vielleicht als Faulheit interpretiert, oder? In der Schule zum Beispiel, du hast ja viele Sulfur-Kinder begleitet durch ihre Ja, Schulzeit. viele. Mhm. Das interpretieren Lehrer dann oft als, der ist so faul, oder? Ja, genau, das ist tatsächlich die Aussage. Lehrer und Eltern sagen, können Sie nicht irgendwas für mein Kind tun? Der ist so begabt, aber er verzettelt sich, er bringt es nicht aufs Papier, er hat keine Zeit zum Hausaufgaben machen oder er fokussiert sich nicht. Und dieses Fokussieren kann man bei diesen Menschen mit Schwefel gut unterstützen. Und wenn er fokussiert ist, dann erschöpft er sich nicht. Von der Energie her, vielleicht fällt mir gerade ein noch, weil wir gerade in dem Schulthema sind, Sulfur, Jugendliche schreiben wahrscheinlich wie Krake im Heft, falls es überhaupt noch Hefte gibt heutzutage. Ja, es gibt Hefte und es wird Aber das- kreuz und quer geschrieben, nicht sauber. Das Und iPad ist wahrscheinlich voller Fettflecken auch. Und Silicea, ich kenne ja ein paar Silicea-Menschen, das ist ja gestochen scharf und wunderschöne ganz kleine, Arbeitshefte. wunderschöne Schrift. Ne? Wunderschöne Arbeitshefte, wunderschöne Schrift. Diametraler könnten zwei Wirkstoffe nicht sein wie das Siliziumdioxid und der Schwefel. Ja. Und beide können eben wirklich richtig unterstützend sein beim Alterungsprozess. Das ist eben das Erstaunliche. Ne? Also Ja. Silicea gilt ja als das Mittel bei Alterungen, aber es kann genauso, selbst ein Abszess, wenn das eben mehrere Faktoren dazukommen vom Sulfurbild, dass es eben die Hitze ist oder weiß nicht, was du noch sagen würdest, selbst beim Abszess kann ja Sulfur, wenn es passt, genauso gut helfen wie Silicea, wenn es eben ähnlich ist, dem Gesamtbild. Ja, und wie kann man es unterscheiden? Und da sind wir wieder bei dem ganzheitlichen Blick, wo ist die Homöostase gestört und was ist der Grundantrieb dieses kranken Menschen. Also wir können in der Medizin den Menschen gerechter werden, wenn wir diese Grundantriebe versuchen, immer tiefer und besser zu verstehen. Weil der Grundantrieb bei Silicea ist deutlich anders als wie der Grundantrieb bei dem Schwefel. Und wenn der eben übersteigert und übertrieben ist, so ein Grundantrieb, dann macht er den Menschen eben krank, weil er ihm ja eigentlich die Freiheit der Wahl nimmt. Der Mensch muss ja dann so pingelig sein und so genau oder der muss ja dann so viel machen und das führt ja dann oft eben zur Krankheit. Die Krankheit kommt, wenn die Energie psychoneuroimmunologisch betrachtet, wenn ich einfach ausbrenne, wenn ich einfach zu viel von den Abwehrstoffen verbrauche, von meinem Adrenalin, von meinem Cortisol, keine Ruhe mehr finde, dann wird mir irgendwann die Kraft ausgehen. Ich kann auch kraftlos werden durch ungünstige Ernährung, durch Ernährung, die mich nicht lebendig bleiben lässt. Ich esse nur Junkfood, ja? Also ich esse Sachen, die nur Kalorien haben, aber keine Lebendigkeit in sich drin, keine Lebensmittel, keine lebendigen Nahrungsmittel, die lebendig sind, die mir Kraft geben, wie Früchte, wie Gemüse, biologisch hergestelltes Gemüse oder auch biologisch gehaltenes Fleisch, Getreide. Das macht ja was mit unserem Körper, ob da Kraft drinnen ist oder ob das irgendwie nur ohne Kraft und ohne Energie hergestelltes künstliches Produkt ist, was mein Körper gar nicht aufnehmen kann, wo er keine Lebendigkeit herausziehen kann. Und das schwächt natürlich auch. Also soziales Umfeld, Flüchtlinge zum Beispiel, die in Zelten oder in Slums leben müssen, das schwächt natürlich auch. Also da könnte man jetzt noch 2 Tage drüber reden, wie dann Calcium-Carbonicum-Menschen in so Ausnahmesituationen auf der Flucht und in Slums sind, wie reagieren Silicea-Menschen,
welcher von denen ist am gefährdetsten, dass er dann an einer Erkältung stirbt oder eine Lungenentzündung kriegt. Das ist der hier. Gell? Der kommt mit dieser Fluchtsituation, mit dieser Slumflucht überhaupt nicht zurecht. Und wenn der das schafft, dass er seinen Panzer zumacht, das ist der Überleberer. Wenn er irgendwo einen findet, ein Plätzchen. Wenn er ein Plätzchen findet, wo er sich komplett verschließen kann, das kann sein, dass der am besten konstitutionell überleben kann. Und der findet, Sulfur könnte es günstig sein, weil der findet immer etwas, wo er sich adaptiert. Das ist der reaktionsstärkste Arzneistoff, der die Adaption unterstützt und dadurch auch einen Überlebensvorteil bietet. Wie ist denn das, Josef? Kann man die verschiedenen Arzneimittel und wie sie zu den Menschen gehören, kann man das auch am Körperbau sehen? Da gibt es so Zeichnungen und so grobe Strukturen dazu, ja. Bei Schwefel nur, dass man es versteht, kann sehr voluminös, adipös sein, aber auch sehr schlank und drahtig und sportlich, je nachdem, wie dieser Mensch von seinem sozialen Umfeld und von seinem inneren Bild her sich eben in dieser Welt zeigen möchte. Bei Calcium carbonicum, da haben wir eher einen robusteren Körperbau in der Regel, der fester ist, stämmig ist, kraftvoll sein kann. Natürlich durch ungünstige Ernährung können alle drei dann auch Krankheiten entwickeln oder sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper. Aber man kann mit der homöopathischen Behandlung eben diese Erinnerung wecken in dem Unterbewusstsein, dass sie sich wieder um ihre Gesundheit kümmern mögen. Und bei Silicea haben wir oft einen eher feinen, zerbrechlichen Habitus, eine aristokratische, würdevolle Bewegung, Haltung. Das ist sehr auffallend, weil manche Menschen, die kommen so ganz robust in die Praxis, manche kommen so ganz fein und zart in die Praxis. Und auch im hohen Alter können die noch sehr viel leisten und bewegen in dieser feinen, würdevollen, feinen Art, der unter Umständen mit Silicea gut unterstützt werden kann. Und also Calcium carbonicum kräftig, robust, aber oft auch weich, je nachdem, wie die Leute halt so konditioniert sind, ob die von Kind an bei ihren Eltern viel Sport mitgemacht haben oder ob sie eben ganz unsportliche Eltern hatten, je nachdem, oder? Genau, wir haben ja schon gesagt, so, Coach Potato. Aha, genau. Und einfach so was Gemütliches hat Calcium carbonicum. Ja. Ne? Und das hat was Zerbrechliches, das Silicea, und das Sulfur schon was Hitziges. Ja, wenn man das so platt sagen möchten, ist natürlich in der Praxis viel, viel diffiziler. Und man kann schnell Calcium mit Silicea verwechseln. Ja, erzähl mal, wie geht's dir denn? Du hast ja so viel Erfahrung. Ist es für dich immer so klar, dass man das halt gelernt hat und schon zigmal auch verschrieben hat, dass du das dann so auseinanderhalten kannst? Je kleiner das Kind ist und unbehandelt, desto klarer. Also nehmen wir mal an, die haben keine Medikamente, alle drei Wesen, und haben alle drei einen fieberhaften Infekt. Dann hat der Schwefel oft einmal Hautausschläge dabei oder eine Rötung auf der Haut und so ein Brennen auf der Haut und streckt die Füße raus und es ist alles letz und die Babys wollen auch in dem Strampler nicht sein, bis man das als Eltern kapiert, dass dem Kind so heiß ist, dass der diesen Strampler nicht erträgt. Und dann kriegt es eine normale Bettdecke und die Füße sind an der frischen Luft und dann schlafen die Kinder 14 Stunden. Also das ist schon echt toll, dass es eine Medizin gibt, die für jeden Menschen zur Verfügung steht, die nur vom Lernaufwand diffiziler ist. Du siehst ja selber, wir könnten ja 2-3 Tage über das Ganze sprechen. Wir haben jetzt mal ein kleines Fenster aufgemacht. Wir haben mal erzählt, wie kann man denn diese 3 Wirkstoffe, die wir jetzt besprochen haben,
bitte auch einfach nochmal nachschauen, schaut es euch noch mehr an, wenn euch die Wirkstoffe interessieren. Erst wenn man es 2-3 Mal anschaut, sieht man, wie viele Feinheiten und wie viele Unterschiede zwischen diesen 3 Wirkstoffen eigentlich liegen. Und natürlich kann Calciumcarbonicum schwitzig sein und Silicea schwitzig sein und man kriegt sonst keine vernünftigen Symptome, weil man vielleicht keine Zeit hat zum Nachfragen oder die Mutter das Kind nicht so gut beobachtet hat oder wir selber in der Fragestellung unglücklich gefragt haben, sodass wir statt Calciumcarbonicum Silicea geben oder statt Silicea Calciumcarbonicum geben oder umgedreht. Und diese da ist aber nichts passiert, weil man jetzt meint, oh Gott, jetzt habe ich das nicht so günstige Mittel, weil wenn ich eben Calciumcarbonicum gebe und der Patient bräuchte Silicea, dann wird Folgendes passieren. Es wird nur partiell vielleicht etwas besser, aber bestimmte Grundzüge werden stärker unter der Einnahme von Calciumcarbonicum. Die Silicea, dieser Anspruch, dieser innere Anspruch, dieser Ausdruck, das Ziel zu erreichen oder diese Angst, das nicht zu schaffen, diese Versagensangst für das, was dieser Mensch erreichen möchte, die wird durch die nicht so passende Gabe von Calciumcarbonicum stärker. Das ist, als ob sich das so nach oben dann drückt auch noch. Es zeigt sich dann das Reaktionsmuster sogar stärker. Das ist der Vorteil überhaupt von der Einzelmittelverschreibung. Also man könnte nochmal sagen, man könnte doch die auch alle 3 zusammenmischen und sagen, bei einer Schwäche, bei einer Angststörung oder bei einer Infektionsneigung oder bei einer chronischen Entzündung, wenn man die alle 3 zusammennimmt, dann müssten die doch diese Entzündungen sofort wegnehmen und das alles gut funktionieren. Und ich persönlich würde das nicht machen und auch die Kollegen, die Einzelmittel verschreiben, machen es nicht, weil ihnen dann eben der Erkenntnisgewinn über den Schwefel, über Silicea und das Calciumcarbonat fehlen würde. Erkenntnisgewinn heißt, ich kann ja durch die Einzelmittelgabe sehen, aha, da heilt unter Calciumcarbonicum das. Über 20 Jahre Calciumcarbonicum sieht man dann auch, wie sich die Persönlichkeit des Menschen immer befreit, immer klarer wird, gesünder wird, in einer langen Homöostase sich bewegt und bleibt. Und das hätten wir, wenn wir das jetzt alles mischen würden, niemals so genau dann auf einen Wirkstoff differenziert zeigen können oder können es auch wissenschaftlich dann gar nicht so bewerten. Aber auch die Erfahrung, wie die Eigenregulation reagiert, wenn ein einziger Stoff kommt, eine einzige Information, die wirklich gut passt, dann kann diese Selbstregulation der Menschen damit mehr anfangen, als wenn 5 Informationen, die halt so ein bisschen so ungefähr passen, oder? Das ist ja auch eine essentielle Erfahrung. Aus der Medizin wissen wir es, Polypharmazie funktioniert oft nicht. Und so ist es in der Homöopathie, hat es ja immer gegeben, dass man nennt es dann komplex zusammengestellte Wirkstoffe und das ist dann eigentlich ein Polypharmazeutikum und das muss, wenn es gegeben wird, eben mit großer Umsicht, großer Bedacht gegeben werden. Und ich finde, wenn man bei dem Einzelwirkstoff bleibt und den eben angepasst an das Reaktionsmuster des Menschen gibt, dass man dem Menschen dann mehr seine Eigenregulation lässt. Polypharmazeutisch greife ich sehr in die Eigenregulation ein. Das kann vielleicht manchmal sinnvoll sein, wenn dieser Organismus keine Eigenregulation mehr hat. Aber das wären noch Fragen, die man wissenschaftlich noch weiter klären dürfte. Ja, an dieser Stelle, Josef, machen wir vorab einen Punkt, du hast ja schon erwähnt, wir könnten noch tagelang allein über diese 3 Arzneistoffe und Differenzierung und was dir sonst noch alles dazu einfällt.
Aber es ist sinnvoll, unter einer Stunde zu bleiben, damit alle Leute, die irgendwo in der Welt sitzen, die ab sofort immer wirksamer werdenden YouTube-Übersetzungen in Anspruch nehmen können mit unter einer Stunde. Und wir danken euch jetzt einfach fürs Dabeisein und freuen uns, wenn ihr uns teilt. Wenn ihr von unserer Arbeit und von dem Wissen, das ihr hier bekommt, profitieren könnt, freuen wir uns, wenn ihr die solidarische Wissensplattform Gemeinsam Gesundhaus mit eurer Spende unterstützt. Vielen Dank.